Womit ich ja echt nicht gerechnet hätte, ist, dass mir so ein schlichter BH so viel Ärger und Mühe bereiten würde und ich jetzt als Verbraucherin gegen Windmühlen kämpfe, um mein Geld zurückzubekommen. Ich hatte im Internet, war ich auf Facebook und dann kam so eine personalisierte Werbung da aufgeploppt, weil ich halt schon seit Ewigkeiten einen bequemen BH suche. Und war so ein bisschen im Kauflaune und dachte, ach komm, der sieht doch ganz schick aus, könntest du ja mal ausprobieren. Und dann bin ich auf die Homepage gegangen vom Hersteller und dann habe ich natürlich auch einfach mal gescrollt und geguckt und dann gibt es tatsächlich ein Impressum mit einer französischen Firmenadresse, weil ich wollte nichts aus Asien bestellen. Und dann dachte ich, oh ja, das sieht doch ganz seriös aus und für 29,90 €, ja, kann man ja auch nicht viel falsch machen. Ja, und dann ist schon was Komisches passiert bei diesem Bestell- und Bezahlvorgang. Ich habe dann mit PayPal bezahlt und irgendwie währenddessen kam dann noch mal so eine zweite Annonce rein von einem zweiten BH in beige, total reduziert und könnte man noch mitbestellen. Wollte ich aber gar nicht. Ich wollte ja nur einen BH haben und dann habe ich gedacht, naja, klicke ich das weg. Und plötzlich sehe ich, ich habe jetzt 2 BHs bestellt, wie geht das denn jetzt? Und dann habe ich gemerkt, dass das dieser beigefarbene BH war, den ich ja gar nicht haben wollte, den ich ja nur weggeklickt habe. Also wie das passiert ist, warum ich den jetzt mitbestellt habe, ist es mir schleierhaft. Und habe dann gedacht, naja komm, dann schicke ich jetzt der Firma sofort eine E-Mail hinterher. Und das habe ich auch 5 Minuten nach der Bestellung habe ich das auch gemacht. Dann kam auch relativ zeitnah eine Antwort von denen, aber die Reaktion, die fand ich echt komisch. Da ihre Bestellung bereits von unserem Team bearbeitet wurde, haben wir leider nicht die Möglichkeit, einen Teil ihrer Bestellung zu stornieren. Wir können jedoch die Größe und Farbe des Produkts, das Ihnen nicht gefällt, ändern. Da habe ich gedacht, okay, also den BH kann ich jetzt nicht stornieren, aber ich kann die Größe und Farbe noch irgendwie bearbeiten lassen oder ändern lassen. Also da dachte ich schon, da stimmt was ganz gewaltig nicht. Ich habe dieses Päckchen bekommen und habe es natürlich ausgepackt und habe die BHs da rausgezogen und habe gedacht, okay, probierst mal diese BHs an. Und ich habe natürlich erst mal den schwarzen getestet. Den habe ich noch nicht mal zugekriegt. Also mit der Größentabelle, da stimmt auch irgendwas nicht. Ja, und dann habe ich die Firma wieder angeschrieben, weil ich brauche einen Retourenschein. Ja, und jetzt wird's richtig skurril. Also das war jetzt der Oberknaller, was die mir dann geschrieben haben. Da es sich bei unseren Produkten um Intimunterwäsche handelt, darf kein Paket von den Kunden ausgepackt und berührt werden. Wie in unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen angegeben, kann keine Rückerstattung gewährt werden. Da habe ich gedacht, die verarschen mich doch. Also es kann doch wohl nicht wahr sein, dass ich hier ein BH bestelle online und darf den dann noch nicht mal auspacken, geschweige denn anprobieren. Ich kann doch hier nicht die Katze im Sack kaufen. Also was soll das denn? Ich habe mich bei der Bezahlmethode bewusst für PayPal entschieden, damit ich da auch einen Käuferschutz noch mit dabei habe. Denn ich habe das jetzt bei PayPal auch gemeldet, dieses Problem. Und zumindest den Betrag von 29,90 € für den schwarzen BH haben die mir auch anstandslos direkt zurücküberwiesen. Für den anderen BH, für diesen beigefarbenen, den ich ja gar nicht haben wollte, ja, das ist jetzt noch in der Schwebe, da gibt's noch keine Lösung. Also da warte ich noch, dass da was passiert. Das Geld, diese 20,93 € habe ich jetzt noch nicht zurückbekommen. Ich bin dann noch mal ins Internet gegangen und habe mal bei einem Bewertungsportal, Trustpilot heißt das, geguckt. Und und da sind an die 100 Bewertungen drin, 97% davon sind ungenügend. Das nächste Mal weiß ich gucke erst mal dort und gucke mir mal diese Bewertungen an, bevor ich irgendwo bestelle. Was ich übrigens auch total interessant fand, das Päckchen kommt aus China, obwohl ja im Impressum auf der Homepage eine französische Firma angegeben ist. Also bingo, das ist genau das, was ich eigentlich nicht haben wollte, was ich von vornherein vermeiden wollte. Und ja, jetzt bin ich einfach gespannt, wie das Ganze noch ausgeht. Ja, also Stand der Dinge ist, die BHs sind noch bei ihr. Sie wartet auf Nachricht vom Shop. Der wollte aber auch uns keine Stellungnahme geben. Schönen guten Abend, Sonja Gettert von der Verbraucherzentrale. Wir brauchen Ihre Hilfe.
Also erste wichtigste Frage, darf denn der Händler die Rücksendung sozusagen ablehnen, weil diese Innenverpackung geöffnet war und sie das nur angefasst hat oder vielleicht auch anprobiert hat? Nein, definitiv nicht. Es ist so, dass der Gesetzgeber zwar Ausnahmen vom Widerrufsrecht, was einem ja immer dann zusteht, wenn man im Internet etwas kauft, gebildet hat, aber gerade Unterwäsche fällt genau wie andere Bekleidung eben nicht unter diese Ausnahmeregeln. Das heißt, es gibt ein Widerrufsrecht, ich kann diese Ware anprobieren, so genau wie ich es auch im Geschäft tun könnte, ohne dass ich die Wäsche dann kaufen muss. Was wären denn das für Ausnahmen? Also wo gilt es tatsächlich nicht, dieses Widerrufsrecht? Es gibt eine Ausnahme für Hygieneartikel. Der Verkäufer scheint sich ja in dem Fall auf diese Ausnahmeregelung zu beziehen. Die greift aber bei Wäsche nicht. Die greift zum Beispiel bei Kosmetika. Also wenn ich einen Cremetiegel bestelle, wo eine Folie drauf ist, dann darf ich diese Folie nicht öffnen. Zum Beispiel auch bei einer Zahnbürste. Ja, die kann die kann darf ich ich auch ausprobieren. Genau, die kann man auch nicht ausprobieren. Man kann sich so als Faustregel merken, dass alles das, was ich im Geschäft ausprobieren könnte, das kann ich auch beim Online-Shopping ausprobieren. Denn diese Regel, die ist sehr eng auszulegen. Zum Beispiel fallen Matratzen, das war lange strittig, fallen nicht unter diese Ausnahmeregelung. Auch Matratzen, die ich im Internet gekauft habe, kann ich widerrufen. Okay, dieses BH-Angebot, das war ja auf Social Media, auf Facebook hat sie das bekommen. Würden Sie sagen, da geht's schon los? Alleine die Tatsache macht das Ganze schon unseriös? Also es tummeln sich viele Unseriöse auf Social Media. Ich würde das aber nicht generell sehen. Auch seriöse Anbieter werben mitunter auf Social Media. Es gelten da genau die gleichen Regeln, wie wenn ich ganz normal über einen Browser einen Online-Shop besuche. Also erstmal einen genauen Blick drauf werfen, unter die Lupe nehmen, bevor man was bestellt. Und dass da plötzlich noch so ein zweiter BH sich in den Warenkorb geschummelt hatte. Kennen Sie das als Masche oder? Also das scheint neu zu sein. Ja. Ich finde das auch besonders perfide. Wenn sowas passiert, würde ich mich da erst recht überhaupt nicht drauf einlassen, denn ich möchte immer noch selbst entscheiden, was ich kaufe und was nicht. Okay, also aufpassen. Eine Stornierung direkt nach der Bestellung. Also sie sagt, es waren 5 Minuten, wo sie gleich eine E-Mail geschrieben hat und gesagt hat, halt, hallo, da ist was schiefgegangen. Ja. Ist es so schnell nach der Bestellung oder überhaupt nach der Bestellung nicht mehr möglich? Also es ist wichtig zu wissen, dass ich von meinem gesetzlichen Widerrufsrecht da jederzeit Gebrauch machen kann, also auch unmittelbar nach dem Kauf. Viele meinen, dass das erst dann geht, wenn ich die Ware schon erhalten habe. Aber dieser Zeitpunkt, also der Warenerhalt, der stellt einfach nur den Fristbeginn für die 14 Tage Widerrufsrecht dar. Widerrufen, den Widerruf erklären, kann ich Ihnen das auch schon vorher. Und Stornieren und Widerruf ist im Grunde dasselbe? Naja, stornieren ist so ein bisschen ein unjuristischer Begriff. Stornieren bedeutet ja einfach nur rückgängig machen. Es kann natürlich sein, dass, wenn ich vor dem Warenerhalt versuche, das zu stornieren, dass der Versand dann nicht mehr gestoppt werden kann und ich mich dann eben um den Rückversand kümmern muss. Würde es denn eigentlich reichen, einfach die Annahme verweigern? Das genügt leider nicht mehr. Also wenn ich das Ganze rückgängig machen möchte, dann muss ich den Widerruf ausdrücklich erklären, zum Beispiel per E-Mail. Wie komme ich an mein Geld, wenn ich schon bezahlt habe? Ja, wenn das Kind da schon in den Brunnen gefallen ist und der Verkäufer stellt sich da absolut stur, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, das über die Bezahlart zu regeln. Also wie jetzt in dem Beispiel PayPal, da den Käuferschutz in Anspruch zu nehmen. Gibt es auch bei Klarna, ne? Ähnliches gibt es bei Klarna, genau. Man muss dazu sagen, man sollte sich nicht schon vor dem Kauf darauf verlassen, dass der Käuferschutz im Zweifel greift. Na, also der Käuferschutz hat etliche Ausnahmeregelungen. Lieber sich nicht 100%ig darauf verlassen. Aber wenn es dann schon passiert ist und der Verkäufer stellt sich tot, dann über den Zahlungsdienst. Okay, wenn man es mit Kreditkarte gemacht hat? Auch da würde ich an die Kreditkartenbank herantreten und das versuchen. Einen gesetzlichen Anspruch gibt es da in der Regel nicht, denn auch da der Käuferschutz bei Kreditkarten, der greift nur, wenn jemand Drittes unbefugt diese Karte verwendet. Okay. Eigentlich nicht, wenn ich selbst die Kartenzahlung anstoße. Versuchen sollte man es aber auf jeden Fall trotzdem. Die Banken sind da manchmal kulant und machen das trotzdem. Kann klappen. Was ja jetzt auch echt ärgerlich war, dass das Zeug dann doch am Ende aus China kam. Obwohl das überhaupt nirgends zu sehen war. Muss das eigentlich irgendwo zu sehen sein? Eigentlich gibt es da eine Informationspflicht. Also man kann sich da durchaus mal durch die Bedingungen wühlen und gucken, gibt es da Informationen zum Versandort. Wo würde man sowas finden? Also ja, bei den Bedingungen beim Versandort. Ja. Okay. Allerdings auch hier wieder, wenn man jetzt natürlich einen Verkäufer hat, der irgendwo im Ausland sitzt, kann man sich da nicht unbedingt darauf verlassen, dass die sich auch wirklich an jede deutsche Regelung und jedes deutsche Gesetz halten. Okay, manchmal steht dabei Versand aus Deutschland. Ne? Das ist ja dann ein ganz gutes Genau. Zeichen. Okay, Frau Gettert, schwierig alles. Dankeschön. Danke.